hier oben am Fadenführer achten wir darauf, dass wir die richtige Fadenspannung, für ganz dünnes Garn nimmt man Plus. Also da auf das Plus drehen. Nun zeige ich euch einige Einstellungen. Das ja erstmal aus. Aber der erste Hauptfaden muss draußen sein. Hier im Buch vom 970 ist eine Seite Doppelfarbwechsler und hier steht bei diesen Mustern 479 bis 483 und eigene Entwürfe mit 3 oder 4 Farben muss die Verlängerung an in den Variationen und McRib. Bei zweifarbigen Muster diese Nummern hier nur McRib an, Verlängerung aus. Hier sind auch Unterschiede wegen dem Startkontakt. Da habe ich den Schlitten auf der rechten Seite, bevor ich KC1 einstelle und nach links schiebe. Aber das zeige ich euch noch. Wir machen ja erstmal einen Anschlag mit allen Nadeln. Unten am unteren Brett müssen immer gerade Nadeln in Arbeitsposition stehen. Hier bei diesem Probestück, hier ist ein kleiner Strich. Da ist die erste Nadel. Und zwar gehe ich da auf das Fragezeichen. So, bestätigen. Das sind die Variationen. Und zwar müssen wir da die Verlängerung haben. Da ist die Verlängerung. Die habe ich jetzt schon angestellt. Das heißt, ich brauche hier nur auf die 2 zu drücken. Diesen dunklen Punkt. Dann McRib. Das heißt, wir gehen noch weiter rechts rüber. Da, ganz am Ende ist McRib. Das hatte ich auch schon angestellt. So, da gehen wir jetzt wieder raus. So, als erstes ein Probestück, beziehungsweise ein Anschlag mit allen Nadeln. Das heißt, hier von diesen markierten Nadeln, also unten muss es eine gerade Maschenzahl sein. Einmal jetzt her. So. Jetzt sind die alle in Position. Dann nehme ich die Hauptfarbe. Also alles ist auf 0. Also Grundstellung, alle Tasten sind raus. Für den Anschlag nehme ich die 1. So, also ich mache ein Probestück, genau wie in der Anleitung beschrieben. Und zwar sind es hier Muster mit 3 oder 4 Farben pro Reihe. Da steht im Anleitungsheft Muster 479 bis 483 oder eigene Entwürfe. Ich nehme jetzt mal die hier aus dem Buch. Dieses hier. 481. Das prämiere ich jetzt hier mal ein. 481. Die Variationstasten, McRib und die Verlängerung brauche ich dafür anzustellen und die habe ich schon angestellt. Also nehme jetzt erstmal das Muster. Und welches habe ich jetzt gesagt? Welches Muster? 481. 481. So, das haben wir. 481.
auf Stopp. Jetzt brauche ich aber noch eine vierte Farbe. Vierte Farbe haben wir hier. 1, 2, 3, 4, also im Feld 4 im Farbwechsler. So, da haben wir dann. So, jetzt stricken wir erstmal unser Probestück. Mit der Hauptfarbe. Auf 1. Bisschen nachziehen, sonst zieht sich der Faden zusammen und dann kann ich den Kamm da nicht mehr einbringen. So. Darauf achten, dass unten nur gerade Anzahl Maschen in Arbeit sind. Also 3 kleine Gewichte rein und immer darauf achten, dass Gewichte an den äußeren Randmaschen hängen. Also ganz außen auf jeden Fall. Und jetzt stricken wir einige rein mit Maschenweite 4. So, fertig. Und nun schieben wir beide Schlitten über den rechten Startkontakt und drehen den Schalter auf KC1. Bei der nächsten Reihe schieben wir einmal nach links und die Maschen sind vorgewählt. Mehr brauchen wir nicht einzustellen. So, ist noch alles andere aus und wir können jetzt erstmal eine Reihe rüber schieben, über den zweiten Startkontakt. Jetzt sind die Reihen vorgewählt. Jetzt der CB1 wird jetzt angestellt. Der Farbwechsler wird angestellt. Die oberen Part-Tasten werden beide gedrückt. Und die unteren Part-Tasten werden beide nach oben geschoben. Die beiden KR-Tasten, die Lilly-Tasten, werden gedreht. Und der Hebel wird in die Mitte geschoben. Dieser Hebel fürs Norweger Muster. Die anderen bleiben so auf Normalstellung, die an den Seiten. Und nun haben wir alles eingestellt. Und jetzt schieben wir nochmal in den Farbwechsler und dann geht's los. So, Farbe 2 hat er genommen. Das ist richtig. Steht auch auf dem CB drauf. Auf der rechten Seite brauchen wir nicht über den Startkontakt in jeder Reihe. Das reicht, wenn wir über den Reihenzähler gehen. Der zählt dann. Nur hier müssen wir in jeder Reihe in den Farbwechsler schieben. Jetzt hat sich das hier oben ein bisschen gestaut.
So, wie ihr seht, man muss sich nur genau an die Anleitung halten.